An einer Öse sind zwei Seile befestigt. Wie groß ist die Zugkraft an der Öse und wirkt diese Kraft lotrecht? Wir können das einmal ausrechnen. Man könnte das jetzt auch grafisch lösen, aber wir wollen das lösen, indem wir die Kraftkomponenten berechnen. Das heißt also, wir stellen die Summe der Kräfte in x-Richtung auf. Summe Fx ist gleich F1 mal Cosinus Alpha plus F2 mal Cosinus Beta. Da können wir auch die Werte einsetzen. F1 ist 8,2 Kilonewton mal Cosinus 50 Grad plus 9,7 Kilonewton mal Cosinus 60 Grad. So, das tippen wir jetzt einmal in unseren Taschenrechner ein. Ich mich hier mal ein bisschen zur Seite schieben. 8,2 mal Cosinus 50 plus 9,7 mal Cosinus 60 Grad. Nein, nicht 6 Punkt, sondern 60. Das ist 10,12 Kilonewton. So, und um die Frage beantworten zu können, ob das jetzt eine lotrechte Kraft ist, müssen wir auch noch die Kräftebilanz in y-Richtung aufstellen. Das heißt, das ist hier quer. Ich zeichne das hier mal ein. Y. Das heißt also Summe der Kräfte in y-Richtung gleich minus F1 mal Sinus Alpha plus F2 mal Sinus Beta. So, die Zahlenwerte, die schreibe ich jetzt hier nicht hin. Ich gebe das gleich in den Taschenrechner ein. Wir haben jetzt minus 8,2 mal Sinus 50 Grad plus 9,7 mal Sinus 60 Grad. 2,11 oder 2,12 gerundet Kilonewton gleich 2,12 Kilonewton. So, das heißt also, die Kraft hat auf jeden Fall eine Querkomponente und das bedeutet, dass sie nicht lotrecht wirkt. Können wir zu B also schon mal sagen, nein. Und A ist noch nicht ganz beantwortet, denn wir haben noch nicht zusammengerechnet, wie groß die resultierende Kraft ist. Ich nenne sie mal Fr ist gleich Fx zum Quadrat plus Fy zum Quadrat und daraus die Wurzel ist gleich 10,12. Geben wir auch gleich in den Taschenrechner ein. 10, vielleicht können wir es auch gleich direkt so eingeben. Die Wurzel aus 10,12 zum Quadrat plus 2,12 zum Quadrat ist gleich 10,34 Kilonewton. Das ist also jetzt die Antwort zu A. Und damit ist die Aufgabe gelöst.